Ein teilintegriertes Wohnmobil von LMC, diesmal das 2021er Modell Cruiser T732. Bei Hofstetter sind wir in Sulzemoos und sie haben uns die Autos mal zur Verfügung gestellt, damit wir euch mal die neuesten Modelle zeigen können. Hier auf Fiat Ducato Basis mit Powermotor und vielen Extras. Ja, LMC steht für wirklich Luxus und Exklusivität, ist vielleicht ein bisschen teurer wie die günstigsten, aber auch im Wiederverkaufspreis her absolute Raritäten. Ja, man kennt sie von den Wohnwagen und hier haben wir die Wohnmobilversion. Also die Leute, die LMC fahren, sind wirklich hellauf begeistert, denn die Verarbeitungsqualität, hier quietscht nichts, hier knarrt nichts und ja, alles so ein bisschen wie aus einem Guss. Leichtmetallräder mit dabei. Fangen wir an mit der Heckgarage, die hier mit drin ist. Große Heckgarage, Platz dann auch für 2 Fahrräder. Das ist so eher so klassisch, wie man es kennt von den Wohnmobilen. Und habt nochmal hier einen Riffelboden mit drin, alles auch von der Ausführung her, Kantenschutz mit eingebaut. Hier ist das Bordwerkzeug auf der linken Seite. Die Kurbel hat ihren Platz für die Markise. All das ist so, wie es sein soll. Dann die Integration, 250 Kilogramm ist übrigens die Belastung von der Heckgarage. Integration von der Markise ist flächenbündig hier vorne dran, also auch nicht vorgeschraubt. Und auch flächenbündige Fenster sind hier drauf, sodass man also hier nichts Überstehendes hat. Das sieht man sehr schön, was natürlich auch den Windgeräuschen ein bisschen zugutekommt und natürlich auch der Optik. So sieht es komplett aus. Die Technikdaten sage ich euch gleich mal kurz an diesem wunderschönen 14. November 2020. Cruiser T732G. Die Gesamtlänge sind 7,55 Meter, die Breite 2,32 und die Höhe sind 2,70 Meter, 2,69 Meter. Ja, hier haben wir auch noch eine Zuladung von 440 Kilogramm. Man kann ja allerdings auflasten und dann kommt man auf 1287 Kilogramm. Und der Preis, wie er hier steht, sind 77.995 Euro. Ja, hier sieht man schon mal die Raumaufteilung, Längsbetten. Wir gehen am besten gleich mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Aufbautür mit Mülleimer und einer breiten Aufbautür, LED-Leiste direkt im Einstieg. Die ist hier. Eine Kassettentoilette mit drin und das Fahrzeug geht auf Gas. Ja, linke Seite direkt ein Schuhfach, das dort an der richtigen Stelle auch steht. Man hat hier Zugang nochmal, der Klassiker, zu den Wassertanks, falls ich die mal reinigen möchte. Das ist hier da. Das ist uns auch das Material, wie der Boden jetzt hier gefertigt ist. Dann habe ich hier Sitzgruppe, klassisch, mit einem großen Tisch. Der ist auch höhenverstellbar, sodass ich also hier nochmal ein Notbett machen kann. Den kann ich in alle Richtungen schieben und drehen. Vorne das Polsterdesign in Leder. Fahrzeug ist nagelneu. Wir haben praktisch Premiere hier, sind sogar noch die Zettel dran. Es ist just erst gekommen. Frischer geht nicht, kann ich Ihnen sagen. Und hier haben wir dann das schöne Design von LMC. Also das ist ja immer so ein Hingucker. Ich habe ja jetzt erst einige LMCs gefilmt und jedes Mal bin ich also auch überrascht von der Verarbeitungsqualität, wie schön das Ganze gemacht ist. Vorne sieht man also auch nochmal die Stickereien in den Polstern drin und ja, Privacy kommt diesmal von unten, was also auch ganz praktisch ist. Ich ziehe es also einfach hoch und kann dann von unten nach oben einfach meine Verdunklung realisieren, sodass ich also immer noch ein bisschen rausschauen kann, wenn ich zum Beispiel jetzt am Frühstücken bin und nicht will, dass irgendjemand reinschaut. Ja, Klimaautomatik ist mit drin, ein 6-Gang-Schaltgetriebe, das Ganze auf Basis Fiat. Hier vorne sieht man also auch nochmal das Lenkrad mit Multifunktionen, die mit drauf sind und das ganz große Panoramafenster, was hier vorne auf der Ecke mit drauf ist. Das habe ich also hier direkt mit dabei. Panoramafenster mit einem
stufenlos verstellbarem Fenster. Außenrum, das habe ich bei LMC auch schon ganz oft gesehen, sind so diese Chrom-Applikationen, die das Ganze schick machen und so ein bisschen das Design aus den 50er, 60er Jahren in der Verkleidung mit drin. So ein bisschen Retro. Das steht dem Auto aber wirklich ganz hervorragend. Hier vorne auch die Oberschränke, die da sind, die sind hier. Und ja, wir schauen mal ganz kurz rein. Ich mache mal ganz kurz zu wegen dem Ton. Vielen Dank. Denn das Fahrzeug ist wild umkämpft hier. Hier auch so eine Optik, so ein bisschen wie Naturstein, was drin ist. Das ist das Bedienelement von LMC mit IceX. Hier sehe ich also die Spannungszustände der Batterien jeweils. Und natürlich die Truma-Heizung, die Luftheizung, die eingebaut ist. Ja, auch die Auslässe natürlich überall an der richtigen Stelle, unten im Fußraum, da wo sie hingehören. Und auch hier unten mit Stauräumen und Ablagen direkt über dem Fahrerbereich. Hier vorne ist noch eine kleine Sitzgelegenheit, die zeige ich mal gerade. Da kann ich mich dann absetzen, um zum Beispiel die Schuhe anzuziehen, sodass ich direkt unterm Schuhschrank bin. Und hier vorne habe ich dann nochmal eine kleine Sitzgelegenheit, wenn ich auch mal frühstücken möchte oder ich will mal kurz anhalten, einen Kaffee trinken, ohne die Sitze drehen zu müssen. Dann habe ich das Ganze hier nochmal da. Hier ist die Fernsehposition, das heißt an der Stelle, wo ich natürlich optimal, wenn ich jetzt hier vom Blick des Fernsehers hier drauf schaue, auf die gedrehten Sitze dann sehe, der Boden hier ist nochmal leicht erhöht, damit die warme Luft hier in dem Boden nochmal zirkulieren kann und das schafft natürlich im Fußbereich dann nochmal einen warmen Boden, dass ich keine kalten Füße habe direkt unten drunter, also eine Art Doppelboden im Fußbereich, im Sitzbereich. Küche, ja, die ist recht klein, aber fein, denn ja, also ich bräuchte jetzt auch nicht mehr, ich bin jetzt eher so der Fan von einer kleineren Küche, weil dann habe ich lieber mehr Platz im Bad. Hier habe ich einen 3-Flammenkocher, ja effektiv sage ich mal 2 Flammen, je nach Kopfgröße und die kann ich dann auch einzeln bedienen, das heißt wenn ich nur die linke Seite haben möchte, geht das einzeln. Edelstahl, Spülbecken, der Schrank direkt oben drüber, eine Verkleidung, die das Ganze nochmal so ein bisschen haptisch abhebt. Ganz edel, sieht man jetzt schon seit mehreren Jahren bei mehreren Anbietern und tiefe, große Schränke mit selbst einziehenden Auszügen. Aber hier ist auch die Schrankqualität, also die gleiten richtig. Läuft nichts irgendwie auf Holz oder so, sondern es ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Also vom Möbelbau her. Gut, ist ja auch ein bisschen teurer. So, Tedford. Kühlschrank mit AES-Funktion, heißt der läuft auf Gas, läuft auf Strom, auf allem, 12 Volt. Und hier unten habe ich dann nochmal diese Kühleinheit, die ich rausziehen kann, die zum Beispiel nur für Flaschen da sind, so dass ich also nicht diesen ganzen Platz dann verschwende. Nur wenn ich jedes Mal die Tür öffne und dann auch die Kälte verliere hier oben drin. Das heißt getrennt, das sieht man also sehr schön, wenn ich hier aufmache, kann ich hier nochmal reinblicken. Und habe also 2 getrennte Bereiche, oben dann das Eisfach. Da nochmal ein großes Fach, hier konnte ich eine kleine Mikrowelle reinstellen, das geht. Hier ist noch ein weiteres Heki mit drin, ein Hebe- und Kippfenster. Und dann das große Längsbett mit jeweils Zugang zum Doppelboden, der auch hier nochmal drunter ist. Auch der ist beheizt, sodass also hier man keine kalten Füße bekommt. Hier ist auch nochmal ein Doppelboden aufgebaut. Ein kleiner Dusche. Die Dusche ist extra, ist separat, sodass ich also nichts umbauen muss. Das ist auch ein Wunsch von vielen Menschen, dass sie sagen, okay, ich kenne meine Dusche, die ich täglich benutze, einfach einsteigen, fertig. Nichts zum Umschalten, Umbauen. Die Tür, die kann ich dann verwenden, um mich komplett abzuschließen. Das geht dann so und dann habe ich hier ein komplettes Raumbad, das ich dann vom Schlafzimmerbereich aus benutzen kann mit Toilette. Hier nochmal für den Bademantel, ein nettes Detail.
Da kann ich einen Bademantel hinhängen und habe dann das griffbereit direkt hier oder auch normale, sag mal, Jacken, Kleider, aber hier würde ich mal einen Bademantel hinhängen. Da ist der Waschbereich. Hier nochmal ein Spiegelschrank, beleuchtet natürlich von oben. Ich würde euch gerne nochmal die Technik Elektrik zeigen, aber der kam gerade erst rein. Ich dachte mir, ich nehme den auf jeden Fall mit heute noch. Und die Batterie ist noch nicht geladen. Hier Spülbecken in Anthrazit. Hier nochmal ein Schrank unten drunter mit viel Stauraum. Hier Ablagen über den Betten drüber. Ich also Sachen reinlegen kann mit einer Kante hier dabei, dass also nichts rausfallen kann. Große Betten. Das Ganze kann ich nochmal erweitern. Hier gibt es noch ein Mittelteil mit drin. Das heißt, wenn ich also hier umbauen möchte zur Liegewiese, ziehe ich das Stück raus, lege das Mittelteil drauf und habe dann hier meine Liegewiese. Oder mache es wieder rein und kann dann ganz bequem einsteigen. Durch die Stufe habe ich den Vorteil, dass ich also nur mich aufstellen muss und dann einfach auf das Bett drehen muss. Ich brauche also hier keine Treppe. Hier ist noch ein Doppelboden drin. Gucken wir da mal kurz rein. Und da habe ich eine ganz große Kiste nochmal mit drin, wo ich also Sachen reinstellen kann. Sogar eine ganze Getränkekiste würde fast reingehen. Das ist schon mal ein großes Plus. Kommen wir hier mal hin. Hier ist ein Schrank. Drunter, unterm Bett. Mit einer großen Gasdruckfeder. Das kann man uns gleich mal anschauen. Und der Möglichkeit, das hier komplett anzuheben, sodass ich also einmal auch von oben rankomme. In dem Moment, wo ich das dann anhebe mit Unterstützung der Gasdruckfeder, kommen mir auch schon meine Kleidungsstücke entgegen, sodass ich also hier meine ganzen Hemden und T-Shirts oder Jacken und so weiter reinhängen kann und komme auch problemlos ran. Wenn ich es dann runter mache, einfach hier vorne lösen und dann runterdrücken und dann kommt das Ganze nochmal runter. So, auf der rechten Seite sind zwei Ausziehschubladen, jeweils 5 Kilogramm. Auch hier, es gleitet alles schön. Gut, wenn die jetzt beladen sind, dann geht es auch viel einfacher. Das ist ja alles leer. Und vielleicht noch so ein kleines Detail. Hier oben habe ich noch einen Haken mit drin, sodass ich also hier die Wäsche aufhängen kann. Habe hier natürlich ein Fliegengitter mit drin, dass ich das nachts aufstehen lassen kann und zusätzlich nochmal das als Belüftung benutzen kann und eine richtige Glastür, die ich also einfach hier oben zuziehen kann. Ungefähr so. Ah ja, geht jetzt nicht. Unten ist nämlich das Rost mit drin, was zeitgleich dann auch dient als Transportschutz. Und wenn das dann rauskommt, ich mache das mal gerade, dann hat man problemlos die Möglichkeit, das dann auch zu schließen. Das gleitet sehr, sehr gut. Ist komplett aus Kunststoff und ja, ist halt LMC, muss ich halt fairerweise sagen. Und dann kommt der Transportschutz wieder rein. Das Ganze sieht von unten so aus. Würde ich also nicht empfehlen, mit zu duschen. Ich habe 2 Auslässe. Das heißt auch egal, wie ich dann stehe, es funktioniert. Und so habe ich dann meinen Transportschutz wieder drin, sodass ich das Ganze nicht mehr bewegen kann. So, gehen wir nochmal raus. Tür zu. Jetzt habe ich quasi meinen Schlafbereich wieder geöffnet. Hier ist die Küche, das habe ich nochmal kurz gezeigt. Oben die Schränke durchlaufend. Und der Wohnbereich dann komplett. Sehr schick. Hier ist noch eine Ablage. Direkt am Eingang. Ein großer Handlauf. Machen wir auf. Was so spannend ist, ich brauche gar keine Treppe. Denn ich habe hier so einen tiefen Rahmen drin, dass ich also einfach einsteigen kann. Also von der Einstiegshöhe her ist das wirklich gar kein Thema. Ich kann also einfach direkt einsteigen ohne Treppe. Das macht das Leben natürlich auch nochmal leichter. Der Cruiser T732G, die Datennummer 7,55 Meter, 2,32 Meter und die Gesamthöhe von 2,69 Meter.
Und hier kostet 77.995 Euro. Das sind nochmal die Ausstattung, 160 PS Motor mit drin und 4 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Hier die Version. Danke fürs Zuschauen. Wir sind bei Hofstetter in Sulzemoos und filmen heute am 14. November 2020. Tschüss.